da zu bekommen, die wir auch wahrscheinlich auf YouTube und Co. Hochladen werden. So, ich leite mal ein. Herzlich willkommen zusammen. Es ist eine sehr prominente Gruppe zusammengekommen. Schön, dass Sie alle dabei seid zur Vorstellung des Fünf-Punkte-Plans gegen Antisemitismus. Mein Name ist Guy Katz, ich bin der Initiator. Ich halte mich heute relativ kurz. Ein bisschen Hintergrundinfos habe ich Ihnen vorab geschickt. Natürlich gibt es später die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben sehr viele Leute hier von sehr vielen Häusern. Wir sind sehr dankbar, dass Sie alle da sind. For our international journalists, I know at least of people from France and Israel. I'm not sure how your German is, but the five-point plan is also available in French, Hebrew, and English, and you'll get the link later. So I will have to continue in German now, but that's just a few words for you. Please, bitte, wäre es super, wenn Sie alle eure Namen ändern würdet auf eure Namen, aber vielleicht auch Redaktion, damit wir später wissen, mit wem wir reden. Nicht alle kennen alle. Das wäre super, das könnt ihr selber machen mit Rechtsklick. So, es geht gleich los. Wir eröffnen unsere Pressekonferenz, die Online-Pressekonferenz. Ich halte mich bewusst, wie gesagt, kurz auch mit Dank. Es gibt viele Dankeschöns, die man sagen könnte an die Unterstützer und Unterstützerinnen und natürlich die Mitwirkende, die Sie gleich alle kennenlernen werden. Insbesondere möchte ich die Präsidentin Knobloch bedanken. Sie wissen nicht, allein gestern Abend, ich weiß gar nicht, wie spät es war aber spät, war sie irgendwo in Deutschland unterwegs und wir haben uns noch vorbereitet für den heutigen Tag. Frau Knobloch, Sie sind unglaublich. Mit der Hälfte Ihres Alters hätte ich gern die Hälfte Ihrer Energie. Ich sage es jetzt einfach mal so. Vielen Dank, dass Sie mitmachen und natürlich an unseren Schirmherrn Felix Klein und genauso den neuen Schirmherr seit vorgestern, unser Bundeskulturminister Weimer, der ist selber nicht da, aber seine Repräsentanten sind da. Wir haben hier viele Journalisten und Journalisten, aber viele Vertreter der Mitwirkenden und der Erstunterstützer aus jüdischen Gemeinden, aber auch aus Parteien, die heute unbedingt dabei sein wollten. Danke auch, dass ihr uns mit unterstützt habt. Gut, dann würde ich gleich starten. Wie gesagt, warum den Plan habe ich versucht, euch auch schriftlich darzulegen. Die Lage ist ernst, meine Damen und Herren, sehr, sehr ernst. Erst vorgestern kam eine Studie raus, dass 3/4 der jüdischen Studierenden weltweit ihre jüdische Identität verstecken müssen. Das ist unglaublich, das dürfen wir nicht hinnehmen. Und die meisten Jüdinnen und Juden leben in Angst. Es ist schon so weit, dass Leute über Packen ihrer Koffer wieder sprechen, Wegzug von Deutschland, oder Österreich oder Schweiz. Die Frage ist natürlich, wohin? Und jeder von uns, der sich nicht versteckt, also von der 0,2%, sehr, sehr wenige Leute, auch die heute hier Anwesenden, leben in ständiger Gefahr, manchmal offizieller Gefahr, manchmal inoffizieller Gefahr und wache jeden Tag auf, wirklich jeden Tag auf, vor allem online, zu Hasskommentaren, Drohungen, die wir einfach mit unserer kleinen Zahl nicht alleine stemmen können. Wir schaffen es eben nicht alleine. Wir brauchen die Unterstützung der großen Mehrheit der Gesellschaft. Der Fünf-Punkte-Plan ist genau dafür da. Sie kriegen es natürlich nachher schriftlich, beziehungsweise können es genauer lesen, weil es eben so schlimm geworden ist und weil wir es nicht hinnehmen wollen und weil eben alle Politikerinnen und Politiker ständig sagen, wir machen alles, was wir können, aber so wirklich tun, ja, da könnte man ein bisschen verbessern. Allein am Montag hat der Bundeskanzler gesagt, unter Tränen, er macht alles in seiner Macht, inklusive strafrechtliche Anpassungen und, um dem Antisemitismus entgegenzuwirken. Das sehen wir als Steilvorlage für unseren Fünf-Punkte-Plan oder eine gewisse Einführung, wenn Sie möchten. Das kam genau rechtzeitig und genau deswegen gibt es den Fünf-Punkte-Plan. Viele Jüdinnen und Juden, um das ganz klar und krass zu sagen, reden von Verhältnissen der 30er Jahren. Ich möchte Ihnen eine Morddrohung zeigen von vorletzter Woche. Und Sie müssen sich vorstellen, jeder Mitwirkende in diesem Raum heute kriegt solche Drohungen und zwar ständig und nicht nur einmal. Schauen Sie sich das genau an. Die Drohung, Ermordung von Kindern, Familien, Abschlachten wie Tiere, Huren, Destruction und so weiter. Ich schaue euch an vom Beginning. Was ist der Beginning? Ist das der 7. Oktober oder davor oder danach?
Und ich bin da. Übrigens, diese Morddrohung ist 12 oder 13 Tage alt. Bis heute wissen wir nicht, ob die Person ein Nachbar ist, ob die Person vor der Haustür lauert. Ähm, Die Behörden sind dran, die Behörden sind vielleicht auch selber überfordert, aber Fakt ist, sowas bekommen wir ständig. Schauen Sie gerne auch zum Schluss die drei Hamas-Dreiecken zum Schluss und natürlich das Lieblingssymbol der Islamisten aktuell, was ursprünglich vom islamischen Gebet begonnen hat als ein Gott, ähm, wird gerne jetzt benutzt von Al-Qaida, IS und Co. als, naja, es soll und wird nur eine Religion bleiben. Das ist nur ein Beispiel von wirklich Hunderten, Tausenden, die wir täglich bekommen. Ich bin heute aufgewacht mit ungefähr 100 Hasskommentaren in den diversen sozialen Medien, allein bei mir. Und was mache ich? Ich bin Jude und ich kämpfe gegen Antisemitismus. Den Plan habe ich aufgesetzt im ersten Wurf. Lieber Volker Beck, ich würde dir ein paar Worte, Einleitung, warum dieses Plan, warum die 5 Punkte und was haben wir uns dabei gedacht, dass wir das zusammen geschrieben haben, bevor wir Ihnen den Plan vorstellen. Lieber Volker Beck. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ähm, Antisemitismus ist ein großes Problem aktuell. Wir haben nach dem 7.10.2023 einen Tsunami des Antisemitismus in Deutschland, in Europa und weltweit erlebt. Im letzten Jahr sind die antisemitischen Straftaten um über 20% gestiegen, die Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt über 67%. Das zeigt, unser Land ist nicht mehr das gleiche wie vor dem 7.10. Die Politik, der Bundestag hat mehrmals in Resolutionen wichtige Punkte benannt, was zu tun wäre. Wir fordern jetzt, dass man Nägeln mit Köpfen macht. Wer sagt, müssen die Gesetzeslücken im Strafrecht geschlossen werden, wie der Bundeskanzler diese Woche in München, der muss dafür sorgen, dass der Aufruf zur Vernichtung Israels strafbar ist. Wer sagt, es soll kein Antisemitismus mit Steuergeld finanziert werden, wie wir das nach der Documenta immer wieder gehört haben, der muss die Bundeshaushaltsordnung ändern und dafür sorgen, dass antisemitische, menschenverachtende und rassistische Inhalte zukünftig nicht mehr zuwendungsfähig sind. Und wer will, dass jüdisches Leben offen und frei gelebt wird, der muss Jüdinnen und Juden für ihre Religionspraxis auch Rechtssicherheit geben und in den Feiertagsgesetzen der Länder dafür sorgen, dass die jüdische Feiertagspraxis den Respekt des Rechtes genießt. Wir haben in unserem Fünf-Punkte-Plan sozusagen eine Trias von Maßnahmen hinterlegt, nämlich Prävention durch Bildung, durch Stärkung jüdischen Lebens, Intervention, indem wir fordern, dass man die Taten auch entsprechend bilanziert und die Polizei ertüchtigt, um zu intervenieren, und Repression, da wo rote Linien überschritten werden, dass dieses auch klar geahndet wird. Wir fordern von der Politik nicht nur schöne Gedenkreden, wir fordern von der Politik nicht nur Beteuerung der Solidarität, sondern wir fordern von der Politik konkretes Handeln. Die Lage ist ernst genug und wenn wir ein sicheres und freies und selbstverständliches jüdisches Leben in unserem Land haben wollen, dann ist die Politik gefragt und da sind auch alle Nichtjüdinnen und Nichtjuden gefragt, sich an die Seite der Juden zu stellen und für ihre selbstverständlichen Rechte einzutreten. Leo Beck hat mal in seinem Buch Das Wesen des Judentums gesagt, nicht nur um uns geht es, wo es um uns geht. Und damit den Finger in die Wunde gelegt und deutlich gemacht, dass wir auch im Verteidigen der Rechte der Jüdinnen und Juden die Freiheitlichkeit unserer Gesellschaft verteidigen und damit das Herz der Demokratie und des Rechtsstaates. Ich will es bei diesen Worten belassen und wir werden ja jetzt die 5 Punkte jeweils durch Rednerinnen und Rednern entsprechend vertiefen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Volker Beck. Als nächstes bitte ich unsere Präsidentin, Frau Knobloch, unsere Schirmherrin, die sofort zugesagt hat und mitgewirkt hat, ein paar Worte zu sagen zum Plan. Frau Präsidentin, Sie sind ja schon länger da als die meisten von uns. Wie erleben Sie die aktuelle Zeit? Und bitte.
Die Präsidentin ist leider nicht zu hören. Und auf Stumm jetzt vielleicht? Hm. Klappt leider nicht. Ich schlage vor, lieber Richard, falls du mich hörst, Pressesprecher von der Präsidentin, dass ihr vielleicht was verändert und vielleicht spricht die Präsidentin danach mit Herrn Klein. Falls es mit einem Handy oder sonst wie klappt, ist es vielleicht einfacher. Sich holt. Verehrter Elio Adler, liebe Naomi Tamir, liebe Uschi Glas, ich danke Ihnen besonders, weil gerade Sie bei den Zuhörern, wo immer es auch ist, hervorragend ankommen und dafür herzlichsten Dank. Verehrte Unterstützer der Initiative Dach gegen Hass und geschätzte Vertreter der Presse, meine Damen und Herren, ich muss nie Schade. Okay. aus den Berichten in Israel ist am 7. Oktober Okay, ich habe ihm geschrieben, sie sollen das anders machen. Sorry, der hat ein Internetproblem. Okay, wir machen erstmal weiter mit dem 5-Punkte-Plan. Ich bin mir sicher, der fähige Pressesprecher von Frau Knobloch kriegt es hin, bis wir die 5 Punkte vorgestellt haben. Das heißt, ich übergehe zum ersten Punkt und da bitte ich erst die Naomi Tamir ein paar Worte zu sagen für die jüdischen Studierende und danach die Julia Bernstein von den jüdischen Professoren, Hochschullehrerinnen und dann zeigen wir Ihnen den Punkt ein natürlich auch. Bitte, Naomi. Erstmal vielen Dank und guten Tag. Ich bin Naomi Tamir von dem Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Wir sind aktiv an und sprechen für jüdische Studierenden in Deutschland, an den Universitäten in Deutschland, dem Ort, an dem es gerade besonders brennt. Wie wir im Verlauf der letzten 2 Jahre beobachten konnten, sind Universitäten zu Hochburgen antisemitischer Ideologie, frei von jeglicher Wissenschaftlichkeit geworden. Jüdische KommilitonInnen fühlen sich nicht nur unsicher an den Campussen, sie sind mit der Realität konfrontiert, dass sie ihr Recht auf Bildung nur eingeschränkt ausleben können. Wir sprechen hier und es erreichen uns Fälle von Ausgrenzung, von Missbrauch der Lehrfunktion bis hin zu Verfolgung und physischer Gewalt. Gerade um aktuell nochmal darauf hinzuweisen, werden Besatzungscamps wieder in unmittelbarer Nähe der Universität aufgebaut. Diese zählen nicht in die Statistiken rein. Das heißt, die Zahlen, die wir von RIAS kennen, die erschreckend sind, die von einer Verdopplung der Vorfälle reden, da sind gerade diese Extremfälle von Unterstützung der Hamas und Besatzungen an den Unis nicht mit drin eingeführt. Daher kommt die Forderung nach Antisemitismusbeauftragten an jeder Hochschule, welche sich, sofern die Antisemitismusbeauftragten geschult sind, über Antisemitismus zu sprechen, an vielen Unis als besonders effektive Maßnahme bewiesen haben. Das ist eine Maßnahme, die nicht nur beratet, nicht nur eingreifen kann, sondern auch eben vorbeugen soll. Und an dieser Stelle wurde ich gebeten, auf den Forderungskatalog zu verweisen, welcher nochmal dann am 15. Oktober rauskommen wird und nochmal spezifischer zum Hochschulkontext auf Forderungen eingeht und diese beinhaltet. Aber gerade an den Punkt Hochschule ist es wichtig, dass bei diesen ganzen Vorfällen, die sich häufen, es Ansprechpartner gibt, diese auf Antisemitismus geschult sind und dass diese auch die Erfahrungen jüdischer KommilitonInnen nicht absprechen. Vielen Dank. Lieben Dank, Naomi Tamir vom Verband Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Liebe Julia Bernstein vom NJTA. Vielen herzlichen Dank. Also ich darf hier in der doppelten Rolle sprechen, einmal als Netzwerkvorsitzende der jüdischen Hochschullehrenden und einmal als Antisemitismusforscherin, besonders im Bildungsbereich. Und aus beiden
Bereichen kann ich berichten, dass die Situation eigentlich alarmierend ist. Also Schulen, Orte, an denen Kinder Werte vermitteln und Bildung gegeben wird, gerade diese Orte werden heute zu Orten, an denen jüdische Kinder Angst haben müssen. Universitäten, eigentlich Orte des Humanismus und des freien Denkens, werden zu Orten, zu denen Juden und Jüdinnen sich fürchten, ihre Identität verbergen müssen, auf Antisemitismus und Israel-Hass nicht reagiert wird. Also es gibt so gut wie keine Konsequenzen sowohl an Schulen als auch an Hochschulen, wenn antisemitische Gedanken und also Äußerungen oder auch Taten und Parolen stattfinden und Parolen und antisemitische Sprüche, antisemitische Symbole sowie Zeichen, die Vernichtungsfantasien suggerieren, etwa rote Dreiecke, rote Hände oder das Wort Intifada, sind zum Alltag jüdischen Lebens in Deutschland geworden und vermitteln Juden das Gefühl, praktisch nicht geschützt zu werden, und in der vielbeschworenen Vielfalt werden Juden nach wie vor nicht mitgedacht und ihr Leid wird kaum wahrgenommen. Es verblasst und verschwindet im Ozean der pro-palästinensischen Stimmung, die Menschen darüber berichten. Praktisch in sehr vielen Gesprächen, so wie fast in jedem Interview, erlebe ich, dass Menschen, also jüdische Akteure, weinen während des Interviews, und diese Tränen im Gegensatz zu Tränen vom Kanzler bleiben unsichtbar. Ist mir wichtig zu erwähnen, dass das Hauptthema bei den Interviews ist nicht, ob Menschen auswandern, sondern wann und wohin. Und das ist tatsächlich etwas, was alle beschäftigt, nämlich: Kann ich meinen Kindern die Zukunft in diesem Land gewährleisten? Wo kann mein Sohn oder meine Tochter studieren, einfach ohne dass man die ganze Zeit die Mühe geben muss, einfach klarzukommen mit der Situation, psychologisch und sozial. Und ich bin natürlich als Pädagogin und als Forscherin für die Bildung und sehe das aber als großes Privileg. Großes Privileg, das bedeutet, dass wir momentan aus meiner Einschätzung nicht im Bereich Intervention und im Bereich Prävention uns befinden, sondern im Bereich der Repression. Das heißt, solange Juden sich nicht auf dem Campus trauen oder Juden ihre jüdische Identität nicht offen sprechen, nicht offen erwähnen können, geht es nicht um Bildung, sondern es geht erstmal um die Eingrenzung der antisemitischen Taten, die momentan praktisch so gut wie fast immer, bis auf wenige Fälle, ohne Konsequenz bleiben. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist zu betonen in diesem 5-Punkten-Plan, dass die Taten folgen müssen. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch einen Forderungskatalog auch entwickelt für die Hochschulen, für die Hochschulleitungen, und hoffen, dass wir alle zusammen etwas bewirken können in dieser Situation. Denn nur so kann es klappen. Es ist tatsächlich nicht nur jüdisches Anliegen und nicht nur so nebenbei, dass man jüdische Perspektiven mit bedenken muss, sondern der Zusammenhalt ist jetzt gerade mit jüdischen Akteuren sehr gefragt. Bedanke mich. Danke, liebe Julia. So, hier ist der erste Punkt. Natürlich könnt ihr nachher Fragen stellen. Vielleicht macht ihr einen Screenshot. Ich will es ungern vorlesen, aber grundsätzlich geht es mit der Bildung alles los, wie erwähnt. Es geht um die Bildungsinhalte. Wir sehen schon erste verzerrte Schulbücher in Deutschland. Das darf es nicht sein. Es geht um das Thema Antisemitismusbeauftragte, aber auch um Begegnung mit Israel, dem Judentum
und sonstigen Bildungsformate. Ich kann Ihnen nicht erzählen, wie viele Geschichten es gibt von Ausladungen oder Leuten, die kommen zu einer Schule, um über Judentum zu sprechen und Leute verlassen den Raum oder dürfen den Raum verlassen. Das ist einfach unglaublich. Deshalb mache ich gleich weiter mit Punkt 2. Sie kriegen gleich den Link zu allen Punkten natürlich, sobald wir fertig sind. Lieber Elio Adler, ich übergebe. Ja, guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Elio Adler, ich bin Vorsitzender der Werteinitiative, eines zivilgesellschaftlichen jüdischen Vereins, der sich seit über 10 Jahren für die Sicherung einer jüdischen Zukunft in Deutschland engagiert. Ich möchte Ihnen heute 2 besonders komplexe, aber zentrale Punkte vorstellen. Nämlich erstens, Recht und Schutz jüdischen Lebens sichern. Man kann Antisemitismus nicht durch Polizei oder Justiz beseitigen, aber man kann verhindern, dass er sich in Taten gegen Jüdinnen und Juden auslebt. Panzerglas und Polizeischutz machen Antisemitismus nicht weniger. Sie verhindern aber, dass wir Opfer konkreter Hassverbrechen werden. Immer wieder erleben wir kaum zu fassende Lücken in der Gesetzgebung. Beispielsweise rasender Online-Hass, der viel zu oft durchs strafrechtliche Raster fällt. Rufe wie Tod Israel oder Aufrufe zur Intifada auf Demonstrationen. Nicht strafbar. Gerade hier hat das Strafrecht eine enorme Bedeutung, gerade für Versammlungsbehörden. Denn wenn etwas strafbar ist, kann die Polizei auf Demonstrationen Verstöße ahnden. Wenn es aber nicht strafbar ist, bleibt ihnen nur die Möglichkeit von Auflagen und die wiederum werden dann oft durch Gerichte aufgehoben. Wir fordern, dass Antisemitismus in Polizei, Justiz und Verwaltung eine angemessene Bedeutung bekommt. Konkret, in all diesen Behörden müssen, da wo noch nicht erfolgt, Antisemitismusbeauftragte etabliert werden. Ja, wir wissen, Beauftragteritis ist ein Problem. Sehr viele Beauftragte überall. Aber wer Verwaltung kennt, der weiß, wenn niemand verantwortlich ist, ist auch niemand verantwortlich. Wir werden in den kommenden Monaten konkrete rechtliche Formulierungen und Gesetzesänderungen vorschlagen. Damit wollen wir eine wehrhafte Demokratie stärken. Nicht nur, und das ist wirklich wichtig, nicht nur zum Schutz jüdischen Lebens, sondern im Interesse aller Menschen, die freiheitlich, demokratisch und sicher zusammenleben wollen. Denn diese Aggressionen, die wir sehen, egal ob online oder offline, die richten sich zwar primär gegen uns Juden, aber in Wahrheit richten sie sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft insgesamt. Das war Punkt 1. Guy, magst du ihn kurz zeigen? Ja, klar. Ja, die Punkte sind genannt. Beauftragte, Strafrecht muss erweitert werden, Volksverhetzung, daran muss gearbeitet werden und diese Totalboykottaufrufe, die sind auch ein echtes Problem. Der zweite Punkt, Soll ich zu bitte. dem Punkt gehen oder? Nee, mach mal weg wieder oder so. Ja, Genau. gut. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die Sichtbarkeit und Sicherheit jüdischen Lebens im öffentlichen Raum. Wir erleben, dass Hass auf der Straße, Hass im Netz, Hass im Alltag immer stärker zur Normalität werden. Und diese Normalisierung vergiftet unser gesellschaftliches Klima. Darum sagen wir, Hassveranstaltungen müssen konsequent untersagt werden. Und zwar egal, welches kulturelle, wissenschaftliche oder politische Mäntelchen sie sich umhängen, um irgendwie netter auszusehen. Zugleich braucht es ein dauerhaftes, starkes staatliches Engagement für den Schutz von Synagogen, jüdischen Einrichtungen und Gedenkorten. Das geschieht vielerorts bereits ganz gut, aber es darf auch nicht vom Wohlwollen Einzelner abhängig sein. Das ist teilweise nämlich so. Und ja, es ist uns bewusst, das erfordert ein hohes staatliches Interesse, dass jüdisches Leben sichtbar und sicher bleibt, ein hohes staatliches Engagement. Aber wir finden, es ist angemessen. Und ein weiterer oft übersehener Bereich in der Religionsfreiheit ist das Thema Religionsfreiheit im Arbeits- und Feiertagsrecht. Jüdische Feiertage sind auch Teil unserer religiösen deutschen Tradition. Seit 1700 Jahren. Und doch erleben jüdische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wieder Nachteile, wenn sie sich an diesen Tagen frei nehmen. Und es gehört zur Normalität jüdischen Lebens, dass bitte unsere Feiertage auch respektiert und rechtlich abgesichert sind. Jüdisches Leben darf nicht nur geduldet werden. Es muss sichtbar, sicher und gleichberechtigt im öffentlichen Raum verankert sein, in Kultur, in Religion und im Alltag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Guy, bitte den Punkt 3. Lieben Dank, Elio.
Genau. Hassveranstaltungen, Synagogen, Gedenkorte. Man darf an der zweiten Stelle vielleicht noch dazu nicht in großen Gemeinden wie München, Frankfurt und Berlin, die immer Polizeischutz haben und eigene Sicherheitsleute nehmen. Man muss als kleine Friedhöfe, wie neulich in Augsburg, die auch zerstört werden und eben baumäßig und überhaupt geschützt werden müssen und die Religionsfreiheit. Vielen Dank, lieber Elio. Uschi Glas, wie schaut es aus mit der Kultur? Ja, guten Tag zusammen. Ich kann einfach nur ausholen, seit dem 7. Oktober 23, wo wir dieses Entsetzen miterleben mussten und dann eben spontan haben wir uns entschlossen, mein Mann und ich, dass wir da zu dieser Veranstaltung hingehen, nicht wissen, wie viele Leute da sind, weil man sich einfach als Bürger verantwortlich fühlt. Und so gehen wir jetzt dann eigentlich schon weit über 700 Tage sind vergangen, seit dieses wahnsinnige Massaker stattgefunden hat mit Vergewaltigungen, Verstümmelungen und kleine Kinder in den Ofen gesteckt oder geköpft oder also ganz schlimme Sachen. Und da muss ich sagen, muss ich für meine Gilde eigentlich sagen, dass ich, wenn ich mit jungen Leuten vor allem spreche, ist die Unwissenheit und die Einseitigkeit, die nehmen sozusagen den 7. Oktober gar nicht mehr wahr. Der existiert nicht mehr. Es wird auch nicht von den Geiseln gesprochen, was die für ein Leid erleben, sondern es wird darüber nicht gesprochen, sondern man spricht nur über den Gazastreifen und über diese armen Leute. Und es ist auch überhaupt nicht differenziert, wenn dann heißt, ja, die Israel lässt sie verhungern und ich weiß nicht was. Und dann sagst du, nein, die Ware ist ja da. Und dann nehme ich oft als Beispiel, wenn dann einer sagt, ja, der Zucker ist jetzt so teuer geworden, der kostet jetzt $15 das Pfund oder Kilo. Dann sage ich zu denen, ja und, das sind doch Gaben, das ist ja eine Spende, das wird dir hingegeben. Wer verlangt denn da Geld dafür? Ach so, aha. Also ich muss sagen, ich bin entsetzt, wie wenig Wissen und Übersicht und Einseitigkeit, also und auch Hass existiert, gerade in meinem Berufsteil, also in allen möglichen Film, Fernsehen, Theater. Da ist überhaupt keine Solidarität oder ganz wenig nur da. Und ich muss sagen, wenn wir zu unseren Treffen gehen, zu Run for Their Lives, und ich erlebe junge Jüdinnen, die dann vorsichtig ihr kleines Kettchen wieder rausholen, weil sie dann bei uns stehen und den Davidstern wieder aufs T-Shirt legen. Und du sagst dann, was machst du? Und du sagst, ja, ich fahre durch Straßenbahn. Ich kann das nicht mehr zeigen. Und dann muss ich Ihnen sagen, da schäme ich mich stellvertretend, dass wir so etwas überhaupt erleben müssen. Und ich hätte nie mehr gedacht, dass je in unserem Land so ein Hass aufsteigen kann, eine solche Ablehnung, eine solche Verdrehung, Opfer, Täter, alles wird in einen Topf geschmissen und es ist eigentlich überhaupt keine Reflexion da. Ich bin tief entsetzt und auch tief traurig, muss ich sagen, weil mir das einfach, vielleicht kommt es auch daher, weil ich natürlich schon ein bisschen älter bin und eigentlich eben als junges Mädchen sehr daran interessiert war, aufzuklären, wie konnte das passieren, wie konnten meine Großeltern, meine Eltern, der Nachbar, wie konnten die zulassen, dass über 6 Millionen Juden und Jüdinnen bei uns ermordet und getötet und bestialisch verhungern ließen. Und dadurch bin ich immer sozusagen alert eigentlich und immer nehme ich Rücksicht und weil ich einfach das alles vor Augen habe. Und da glaube ich, dass insgesamt, also ich spreche jetzt von meinen Kollegen und Kolleginnen, aber ich glaube, dass insgesamt die jungen Menschen überhaupt keine Ahnung hat. Da findet keine Aufklärung statt, da findet kein Gespräch statt, da werden nicht Perspektiven aufgemacht. Also ich bin ganz wirklich entsetzt und auch sehr, sehr traurig und ich muss einfach sagen, ich schäme mich für meine deutschen Mitbürger, die nicht unseren Leuten zur Seite stehen. Wenn wir denken, wir haben 0,2 Jüdinnen und Juden in Deutschland, 0,2%, das ist ja eine Handvoll Menschen, die man schützen müsste. Und dazu ist man nicht in der Lage. Also das ist wirklich für mich einfach nur ein Akt von absoluter Scham. Danke. Danke, Uschi. Der Punkt 4, da geht es um kulturelle Veranstaltungen, aber auch Städtepartnerschaft mit Israel, die immer mehr unter Druck geraten, nicht stattfinden. Ich nenne das stiller Boykott, vielleicht ein richtiger Boykott. Aber wir sehen auch öffentliche Gelder, die in Projekte fließen, in Clubs fließen, die
sehr wohl antisemitisch, nachgewiesene antisemitische Künstlerinnen und Künstler aufführen lassen und dann sagen, ja, aber ich kann ja nichts dafür, das ist ja der Künstler. Das darf es natürlich auch nicht geben. Genau. Der 5. Punkt ist der letzte Punkt, den stelle ich extrem kurz vor. Hier geht es um Monitoring. Wir haben begonnen mit der Bildung, wir enden mit der Messung oder Monitoring. Jeder weiß, was nicht gemessen wird, kann man nicht verbessern. Das weiß jede Firma. Das ist genauso ein Antisemitismus, immer Antisemitismus. Das Problem hier ist tatsächlich, jeder macht ein bisschen was und jeder tut sein Bestes, aber wir brauchen ein einheitliches System. Und wenn Sie schauen, es wurde schon einiges auf den Weg gebracht, dieses European Network for Monitoring Antisemitism, aber es ist noch nicht ausgebaut, 4 Länder sind nicht drin. Und gerade die Kooperation mit Israel, und die will ich bewusst am heutigen Tag, wo genau das debattiert wird, gerade die Kooperation mit Israel, und damit beende ich meine Präsentation, ist extrem wichtig. Ich habe von der Gefährdung gesprochen am Anfang. Sie müssen wissen, die gefährdeten Personen wurden oftmals nicht von deutschen Behörden gewarnt, dass sie gefährdet sind, sondern israelische Behörden haben die deutschen Behörden Bescheid gesagt, hey, passt auf den auf, weil da sucht ihn gerade eine iranische Truppe, kann man in den Nachrichten auch lesen der letzten Monate und Jahre. Und ohne diese Kooperation sind wir alle in diesem Land mehr gefährdet. Und ich will gar nicht über potenzielle und zukünftige Kriege reden und so weiter. Das ist hier heute natürlich nicht unser Thema. Liebe Damen und Herren, wir versuchen es jetzt vielleicht wieder mit dem Schlusswort. Herr Felix Klein sollte als Erster sprechen, aber ich versuche es jetzt nochmal mit Frau Knobloch durch das Handy von Herrn Volkmann. Frau Knobloch, sind Sie da? Ja. Wir hören nichts, Richard. Wir hören nichts, wir hören nichts. Oh, hier ist so schade. Nein, nein, er kriegt es hin mit dem Handy. Moment. Jetzt. Geil, du kannst das Screensharing ausmachen bei dir. Das ist ein großer schwarzer Bildschirm. Ja. Gut, dann sind wir zu hören. Klappt es jetzt? Ja, bitte nichts anfassen. Gut, perfekt, dann jetzt. So. Also sehr geehrter Herr Dr. Klein, so oft sind Sie auf einmal nicht begrüßt worden, wie jetzt, wie ich jetzt das durchführe. Sehr geehrter, lieber Professor Katz, also Sie sind einmalig. Ich bin so froh, dass es Sie gibt und freue mich, dass auch alle anderen, die ich sehe und die ich höre, mitmachen. Ich möchte es so einfach ausdrücken. Das, glaube ich, ist ein hervorragender Weg für die Zukunft, für die wir kämpfen. Herr Elio Adler, liebe Naomi Tamir und vor allem auch liebe Uschi Glas, wenn Sie reden, dann spitzen die Menschen die Ohren. Also vielen herzlichen Dank, Sie wissen, was das alles heißt. Verehrte Unterstützer der Initiative Dach gegen Hass, geschätzte Vertreter der Presse. Ich muss niemandem von Ihnen darlegen, dass sich das Leben für jüdische Menschen in den vergangenen 2 Jahren radikal verändert hat. Aus den Berichten in Israel ist am 7. Oktober 2023 ein Schrecken zu uns gekommen, den wir uns niemals hätten vorstellen können. Und dieser Schrecken wird natürlich fort. Die Welt ist danach eine andere geworden, was die jüdische Diaspora auch in Mitteleuropa seither jeden einzelnen Tag erlebt, das zermürbt und entkräftet uns. Wir sehen uns heute einem Judenhass gegenüber, den die Lage im Nahen Osten nur der Anlass zur Eskalation nimmt. Als Ursache für den Hass ist er sich selbst genug. Viele interessieren sich auch gar nicht mehr dafür, was Israel tut oder lässt. Dabei wäre das im Zweifel der Gegenstand einer sachlichen politischen Kritik, wie es sie auch in Israel selbst gibt. Die Situation ist schließlich komplex. Aber viele scheinen sich eben nicht daran zu stören, was Israel tut, sondern vor allem daran, was Israel ist. Als jüdischer Staat kann Israel in den Augen solcher Menschen nur Fehler machen. Wer so denkt, dessen Hass sucht sich seine eigenen Ziele, und was in Mitteleuropa an Hass aufsteigt, das landet unausweichlich vor den Füßen
der hier lebenden jüdischen Menschen. Wir sind dann direkt gefährdet. Immer häufiger werden physische oder verbale Angriffe das bestätigen. Manchmal wirft der Hass sich eine Sprache von Frieden und Verständigung um, so wie zuletzt im Fall von Lachav Shani. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft lässt all das nicht los. Etliche verschweigen selbst auf Nachfrage, dass sie jüdisch sind. Und gerade junge Menschen fragen sich, ob all das gerade junge Menschen, wie gesagt, in ihrer Umgebung sich darstellt, in der sich auf Dauer ihr Leben verbringen und auch geplant haben, eine Familie zu gründen. Bei all dem erwähne ich noch mit keinem Wort die Sorgen und Ängste, die wir hier in Gedanken an Freunde oder Familienmitglieder in Israel ausstehen, von der herzzerreißenden Situation der verbliebenen Geiseln in Gaza ganz zu schweigen. Was dort geschieht, ist reiner Mord. Der wachsende Judenhass tut dabei in unserer Gesellschaft das, was er schon immer getan hat. Er zerstört und vor allem auch er spaltet. Wer diesen Schaden begrenzen will, muss groß denken. Und die Initiative Dach gegen Hass von Professor Katz geht genau diesen richtigen Weg. Ihr Slogan für Zusammenarbeit, für unsere Werte, für Freiheit gibt eben die Richtung vor, in die wir jetzt denken müssen. Wer Antisemitismus zurückdrängt, der stärkt Zusammenhalt und Freiheit. Ich habe deshalb sofort zugesagt, dieses Anliegen als Schirmherrin zu unterstützen. Und ich möchte auch hier noch einmal Herrn Professor Katz für seinen Einsatz danken. Kol HaKavod. Er hat mit mehreren Experten, darunter auch in dieser Runde vertretenen, einen 5-Punkte-Plan gegen Antisemitismus entwickelt, der schon jetzt auf großes Interesse in der Politik stößt und auch in der Gesellschaft. Die beeindruckende Liste der Unterstützer macht das überdeutlich. Wahr ist, auch ein Erfolg dieses Projektes ist keine Garantie, dass unsere Probleme gelöst werden. Dafür ist zu viel kaputt gegangen in den vergangenen 2 Jahren. Aber das Potenzial dieser Initiative ist riesig. Ich vertraue darauf, dass sie Erfolg hat, weil ich weiß, dass dieses Land seine Werte in Ehren hält und seine Verantwortung ernst nimmt. Beides braucht es jetzt. Der Plan, der diese Verantwortung aufnimmt, steht im Zentrum dieser Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse und dafür, dass Sie mir zugehört haben. Und ich kann Ihnen sagen, es fällt mir sehr, sehr schwer, diese Themen hier an die Öffentlichkeit zu bringen, denn ich habe sie schon einmal erlebt. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Knobloch. Herr Klein, ich übergebe. Ja, guten Morgen auch von mir in die Runde. Wir haben ja gerade eindrücklich von mehreren Betroffenen gehört, wie dramatisch die Situation für Jüdinnen und Juden in Deutschland ist. Und in meinen Gesprächen mit Menschen aus der jüdischen Community und solchen, die solidarisch sind, höre ich, dass viele in letzter Zeit ein immer stärkender werdendes Gefühl des Alleinseins haben im Angesicht eben dieses weiter wachsenden Antisemitismus. Und dabei muss ja nun eigentlich klar sein, dass wir als Gesellschaft keine Normalisierung von Antisemitismus jemals akzeptieren werden. Die Maßnahmen, die hier vorgestellt wurden im 5-Punkte-Plan des Bündnisses, unterstütze ich eben auch als Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus ausdrücklich und stelle fest, dass sich viele meiner eigenen Forderungen, die ich in den letzten Jahren erhoben habe, ja darin auch wiederfinden. Und dass sich hier einiges deckt, ist ja nur ein Beweis dafür, wie dringlich nicht nur ich, sondern eben auch zivilgesellschaftliche Akteure hier Handlungsbedarf sehen. Und genau diese Eigenverantwortlichkeit der Zivilgesellschaft ist ja ganz im Sinne der nationalen Strategie gegen Antisemitismus, die wir Ende 2022 vorgelegt haben. Ich selbst
argumentiere ja immer wieder, dass der Staat zwar die Rahmenbedingungen für einen effektiven Kampf gegen Antisemitismus schaffen kann. Und hier bin ich ja auch im Gespräch, was zum Beispiel die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, mit den verschiedenen Ministerien. Aber natürlich ist dieser Kampf selbst zu mindest gleichen Teilen von jedem und jeder Einzelnen zu führen. Das heißt, wir müssen eben alle zeigen, es ist ja mehrfach auch schon angeklungen, es ist kein jüdisches Problem, Antisemitismus, sondern ein Problem für uns alle. Darauf weist dieser Plan ja auch hin und deswegen begrüße ich sehr, dass er aber auch operativ ist, dass jetzt die Initiative operativ ist. Es wird eine Kundgebung geben am 5. Oktober in München, dessen Teilnahme natürlich ich alle aufrufe. Wir sollten wirklich ein sichtbares Zeichen gegen Judenhass setzen und ich begrüße auch sehr, dass eine Petition in diesem Zusammenhang hier geplant ist und rufe wirklich die Öffentlichkeit und die Gesellschaft in Deutschland auf, dies zu unterstützen. Ich habe gerne die Schirmherrschaft übernommen, gemeinsam mit Frau Knobloch und habe mich sehr gefreut, dass jetzt auch der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ebenfalls als Schirmherr dabei ist. Erstmal vielen Dank bis hierher. Ja, vielen Dank, Herr Klein. Wir kommen gleich zu Ihren Fragen. Noch 2, 3 Kleinigkeiten zum Schluss muss ich loswerden. Viele haben von der eindrücklichen Liste der Unterstützer gesprochen. Ich bin nicht beeindruckt und ich sage Ihnen warum. Weil mehr als Zusagen haben wir eine Stille als Antwort bekommen. Es gab kaum Absagen, wirklich kaum Absagen. Immer wieder kam der Hinweis, wir sind ein Bündnis für oder ein Verein für, wir sind unpolitisch. Liebe Damen und Herren, Antisemitismusbekämpfung ist nicht politisch. Aber das waren die paar Absagen, die wir bekommen haben. Aber wisst ihr, was viel mehr als 200 Zusagen zurückgekommen ist? Es kam viel mehr Stille, keine Antworten. Sie finden keine Hochschule, keine Universität auf dieser Liste zum Beispiel. Ich arbeite in einer. Sie finden nur ein Lehrerverband drauf. Seien Sie sich sicher, ich habe noch ein paar andere geschrieben. Klar, eine Handvoll von Leuten, vor allem ich, haben die Organisation angeschrieben. Ich habe nicht alle Vereine und Organisationen in Deutschland anschreiben können, aber viele haben sich auch proaktiv gemeldet. Zum Beispiel gestern noch. Ich will auch dabei sein. Das gab es nicht so oft aus nicht-jüdischer Seite. Daher, der echte Beweis, die echte Probe, ob das wirklich was kann, ist die Petition. Sobald wir fertig werden, startet die Petition. Da kann jeder Bürger, jede Bürgerin mitmachen. Da kann jeder sagen, nie mehr, nie wieder ist wirklich jetzt. Und ich lade Sie natürlich selbst als Privatpersonen ein, diese Petition zu unterstützen. Ich schicke Ihnen, wie gesagt, gleich auch alle Links, also einmal zu 5-Punkte-Plan, einmal zur Petition, auch zu Instagram. Sie werden sehen, auch die Bundestagspräsidentin unterstützt das Bündnis unter anderem. Und ehrlich, wir brauchen 30.000 Unterschriften, um in Deutschland was zu bewirken. In Österreich und Schweiz gibt es keine Mindestzahl. Ich glaube, wenn wir nicht 100.000, eigentlich viel mehr erreichen, da können wir Juden wirklich wegziehen. Aber das werden wir jetzt sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Wie gesagt, die Links kommen gleich nochmal. Und das wurde schon erwähnt, ja, Kundgebungen sind wichtig. Da kommen wir auch her. Es gibt eine Abschlusskundgebung. Ich hoffe sehr, dass wir in 2 Wochen in dieser Kundgebung sagen können, hey, 100.000 Leute haben uns unterstützt oder viel mehr. Das kann ich nur hoffen. Sie sehen, wer alles dabei ist, schon zugesagt hat. Es werden viel, viel mehr werden. Auch da laden wir das Publikum herzlich ein, teilzunehmen. Somit sind wir fertig mit der Pressekonferenz. Ich schicke Ihnen gleich schon hier die Links in den Chat und wir öffnen die Runde an eure Fragen. Wir sind alle für eure Fragen auch verfügbar. Sagt einfach gerne, mit wem ihr sprechen wollt und die Links sind schon live im Chat für all das, was wir besprochen haben. Fragen der Presse. Also ich möchte gerne, mein Name ist Franziska Mutzus von der Bild. Ich glaube, die Stille unter uns Kollegen möglicherweise daher rührt, dass man erstmal, obgleich man sehr im Thema ist, nach diesen Vorträgen in ihrem Engagement einfach ja, emotional sehr angefasst ist. Und ich bin ja nun vielleicht eine Zwischengeneration und ich frage mich
seit vielen Jahren, eigentlich schon viel länger als 2023. Wie kann es sein? Wie kann es sein, nicht nur, dass wir diese schrecklichen Zeiten ein zweites Mal in Deutschland erleben, sondern dass so viele junge Menschen einen Hass auf Israel haben, einen Hass auf jüdisches Leben. Ich verstehe es einfach nicht. Ich frage immer wieder so viele Menschen und irgendwie gibt es keine Antwort. Es können nicht alle in Elternhäusern aufwachsen, die antisemitisch sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wo kommt es her? Ich weiß nicht, ob es eine Antwort gibt, aber das fasst mich unfassbar an. Vielen Dank. Naomi, willst du was dazu sagen? Sehr, sehr gerne. Ich bin ja von der jüngeren Generation, auch noch wir sind einerseits schockiert zu sehen, wie die Leute, die um uns herum leben, mit uns studieren, mit uns zur Schule gegangen sind, auf den 7. Oktober reagiert haben und auch bis heute noch mit uns umgehen. Ich würde nur sagen, ich glaube, es gibt dafür Antworten. Und aus der Erfahrung, dass ich im Verlauf meiner Schulzeit in 2 verschiedenen Schulen, in 2 verschiedenen Bundesländern war und antisemitische Geschichtslehrer gerade erleben musste. Und ich auch weiß, dass das keine Seltenheit ist, dass solche Menschen, die eben eigentlich die Bildung der nächsten Generation fördern sollten, ein Holocaust-Verständnis und eben die Geschichte, genau, die Geschichte weitergeben sollen, dass diese Menschen eben auch ganz klar antisemitische Gedanken teilen mit der nächsten Generation. Das ist die eine Sache, von der ich weiß, dass es nicht nur in meinem Fall der Fall war, sondern in sehr vielen Schulen, dass auch nichts dagegen gemacht wurde. Und die zweite Sache ist tatsächlich, dass ich glaube, auch gerade auf Social Media und im Netz, wir sehen, dass der Hass und die Hetze uneingeschränkt bleiben. Ich sehe, dass gerade jetzt, je jünger die Generationen werden, diese Probleme schlimmer werden. So war ich vor kurzem mit einer Gruppe von 11 10-Jährigen, 9-Jährigen, von denen einige schon, also die meisten berichtet haben von Schulwechsel, von Situationen, dass sie schon in diesem jungen Alter mit Antisemitismus konfrontiert sind, eben auch weil das Alter, in dem man online mit Antisemitismus konfrontiert wird, sinkt und sinkt. Ich glaube, das sind 2 Gründe, die auf jeden Fall da mit reinfließen. Dann würde ich mir erlauben, noch vielleicht zu ergänzen und einen dritten und vierten zu nennen, der noch ein bisschen anders funktioniert. Das Problem ist, Antisemitismus erfüllt ein Bedürfnis im Menschen. Es ist ein Urbedürfnis im Menschen, Verantwortung abzugeben, Schuldigkeiten, Verantwortlichkeiten auszulagern. Und wenn auch eben gesagt wurde und immer wieder gesagt wird, Antisemitismus geht uns alle an, passiert das in der Regel in dem Verständnis, dass in einer pluralen Demokratie auch Minderheiten sicher leben können müssen. Das ist auch richtig. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Die ganzen Hassideologien, die Demokratie unter Druck setzen, Rechtsaußen, Linksaußen, Islamisten, so verschieden deren Weltbilder und Narrative, wie man es nennt, sind, die können sich auf eine Sache einigen, nämlich nicht sie sind schuld an einer Situation, sie haben keine Verantwortung, sondern irgendwelche externen Kräfte verursachen das Leid, was sie als Gruppe persönlich glauben zu erleben, oder das Unrecht oder die Zustände. Und diese Leute, die angeblich dann verantwortlich sind, mit ganz verschiedener Geschichte, sind dann ganz oft wir Juden. Weltverschwörung, Kapital, Pressesteuern, Sie kennen die ganzen Geschichten. Jede Extremistengruppe erzählt Ihnen die Geschichte ein bisschen anders und in jeder Extremistengruppe kommt dann vor, wir sind schuld. Und übrigens, nicht nur die Extremisten, wir haben bei Corona gesehen, wie bei der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die Hemmungen auch sehr gering sind, antisemitische Weltbilder zu akzeptieren. Beispiel, die Corona-kritischen Demos, völlig in Ordnung inhaltlich, sind aber dann hemmungslos mit einem Attila Hildmann mitgelaufen, einem massiven Antisemiten, wo also dann Bäcker und Lehrer kein Problem hatten, neben diesem Antisemiten zu demonstrieren. Darum, das Schwierige ist eben diese psychologisch angenehme Funktion, da ist jemand anders, der schuld ist, die alte Sündenbock-Theorie, und das macht es eben so schwer, damit umzugehen, neben all dem, was gesagt wurde.
Ich will zwar der Julia sprechen lassen als Antisemitismusforscherin, nur Julia, okay, vielleicht kannst du noch kurz warten, weil eventuell haben die anderen auch relevante Fragen an dich. Wir haben BR, Welt und Deutsche Welle noch, die fragen wollen. Wenn es okay für dich ist, dass du zum Schluss das mit dem Antisemitismus, wo kommt das her aus Forschungssicht darlegst? Ich meine, die Deutsche Welle war als erstes. Es passt, ja. Danke. Deutsche Welle Hauptstadtstudio, hallo? Wir hören Sie leider nicht. Bernd Riegert hier von der Jetzt. Deutschen Welle. Hören Sie mich? Jetzt ja. Ja, okay. Ich habe erstmal eine Frage an Herrn Klein und dann noch eine allgemeinere Frage. Herr Klein, die 5 Punkte, die wir heute hier sehen, das ist ja nichts sensationell Neues. Das verfolgen Sie schon seit längerem, auch mit diesem Antisemitismusplan, der da vorliegt. Was können Sie denn konkret nun sagen, was die Bundesregierung tatsächlich macht? Sind da Gesetze in der Pipeline oder was hören wir wieder schöne Reden, auch in dieser Woche natürlich wieder? Oder was passiert dann tatsächlich? Gibt es Gesetzesverschärfungen, um die Straftaten anzupassen? Ja, Und die zweite Frage, die ich noch habe, ich weiß aber nicht an wen genau. Sie sprechen natürlich davon, dass die Taten seit 2 Jahren, seit dem 7. Oktober extrem angestiegen sind, aber den Anstieg gab es ja schon davor. In den letzten 10 Jahren schon gehen die Zahl der antisemitischen Vorfälle hoch. Also es gibt nicht nur, sage ich mal, vielleicht Täter aus pro-palästinensischen oder islamistischen Kreisen, sondern natürlich auch aus rechtsextremen anderen Kreisen. Also muss man das nicht weiterfassen? Der latente Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft müsste vielleicht das Ziel sein. Oder? So, jetzt. Ja, darf ich da, Herr Katz, gleich antworten darauf? Natürlich. Ja, also die gibt es in der Tat, diese Initiativen, und ich verstehe jetzt auch die Ausführungen des Bundeskanzlers am Montag in München als Rückenwind natürlich dafür, denn er hat es ja deutlich gesagt. Und hier ist ja auch schon erwähnt worden, also der Volksverhetzungsparagraf 130 StGB muss klarer formuliert werden. Ich höre auch aus der Justiz immer wieder von Staatsanwaltschaften, dass sie Probleme haben, dann tatsächlich eine Strafbarkeit zu beweisen. Wir müssen unbedingt das Wort antisemitisch in das Gesetz reinschreiben. Also die antisemitische Tatmotivation muss beschrieben werden. Das hat dann Signalwirkung für Polizei und Justiz. Also das ist extrem wichtig. Dann auch der Vorschlag, den Aufruf zur Vernichtung fremder Staaten unter Strafe zu stellen, ist ein ganz konkreter Vorschlag und ist im Grunde ja nur die Fortsetzung dessen, was schon strafbar ist, nämlich das Verbrennen von Fahnen ist auf meine Initiative hin im Jahr 2021 dann unter Strafe gestellt worden. Und gerade dieses Beispiel zeigt ja, dass es Wirkung hat, wenn wir Strafgesetze einführen. Denn bei diesen wirklich verabscheuungswürdigen Demonstrationen, die da Hass und Hetze verbreiten gegen Israel und gegen Juden, sehen Sie immerhin keine brennenden Fahnen in Deutschland. Also das wissen dann die Verantwortlichen da tatsächlich schon. Und also da bin ich ganz konkret dran. Und was mir unheimlich wichtig ist auch, ist, dass wir den Opferschutz verbessern müssen. Wir müssen denjenigen, die betroffen sind von Volksverhetzungen, jetzt in dem Fall natürlich Jüdinnen und Juden, aber auch andere Menschen, die von Rassismus, von Frauenfeindlichkeit und anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, die müssen wir stärken. Wenn es dann zu Prozessen und zu Verfahren kommt, müssen die viel mehr Rechte haben in den Strafprozessen. Der Prozess gegen den Attentäter von Halle hat gezeigt, wie sinnvoll es ist, wenn die Opfer eben den Prozess mitgestalten können, oder der Prozess gegen den Täter, der den Berliner Studenten niedergeschlagen hat. Da hat derjenige ja auch, Herr Schapira, hat also als Nebenkläger auftreten dürfen. Diese Dinge bespreche ich ganz konkret, und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich dieses Momentum nutzen können, um das schnell jetzt dann auch durch den Bundestag zu kriegen. Danke, Herr Klein. So, wir haben noch Fragen der Welt, glaube ich, war zuerst, dann BR, und dann soll Julia Bernstein noch ein bisschen über den Ursprung von Antisemitismus sprechen. Es war noch die Frage offen, dass es nicht neu entstanden ist seit dem 7. Oktober, die antisemitische Stimmung und die Straftaten.
Magst du darauf ein? Weißt du Ja, was? Julia, geh gerne. schon dann mal darauf ein. Ja. Ja, gerne. Also es sammelt vielleicht auch zusammen ein paar Punkte davor, nämlich in Deutschland ist es so, dass für viele Nicht-Juden Antisemitismus immer wieder plötzlich ist. Wenn man aber die empirische Forschung anschaut, nach dem Krieg seit 1945, dann war Antisemitismus in der Wahrnehmung von jüdischen Menschen nie weg. Es ist eher die Debatte es geht darum, dass Antisemitismusvorwurf im deutschen Kontext schwerwiegender ist als Antisemitismus selbst. Und sehr viele Institutionen sind beschäftigt mit dem Antisemitismusvorwurf und nicht mit Antisemitismus selbst. Das ist eine sehr wichtige Sache, die praktisch verhindert tatsächliche Auseinandersetzung mit der Materie. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass Antisemitismus praktisch von allen Gruppen kommt und sehr, sehr unterschiedliche Formen haben kann und da gemeinsamer Nenner sein kann bei Gruppen, die sich ansonsten als verfeindete Gruppen verstehen. Und wichtig ist auch, dass Volksverhetzungsparagraf bei den absolut meisten Formen des Antisemitismus gar einfach schlicht und ergreifend nicht greift. Und dass israelbezogener Antisemitismus überhaupt als solcher von den Schlüsselakteuren in den Institutionen, beispielsweise Lehrkräften oder auch Dozierenden, nicht als Antisemitismus gesehen, benannt und erkannt wird. Das ist das Problem, das dazu führt, dass wir eine Kulisse haben, in der Normalität für das jüdische Leben nicht mehr irgendwie möglich ist. Und Punkt. Danke Erstmal ziehe ich mich zurück. Okay, Herr Schulina, ich hoffe, ich sage richtig, von der Welt war, glaube ich, als Nächster. Ist richtig, vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich hätte eine Frage anknüpfend an Frau Glas. Sie haben gesprochen von der fehlenden Solidarität im Kulturbereich, in Theater- und Filmbranche. Mich würde interessieren, das ist ja ein Punkt, der von auch Ihnen, Herr Katz, Frau Bernstein angesprochen wurde, die fehlende Solidarität. Mich würde interessieren, was passiert, Frau Glas, wenn Sie nach Verbündeten suchen, wenn Sie mit Kollegen und Kolleginnen aus der Branche sprechen, ob die vielleicht mal zur Kundgebung kommen wollen, ob die sich öffentlich äußern wollen. Was sagen die dann? Warum tun sie das nicht? Was vermuten Sie, warum das nicht passiert? Und gerne auch an die anderen, warum glauben Sie, dass diese Solidarität auch an den Hochschulen beispielsweise ausbleibt? Es ist fehlende Courage, glaube ich, zum Teil. Also, dass sie sagen, du, ich möchte mich da nicht einmischen und eigentlich den Antisemitismus auch so politisch, dass sie sagt, du, ich bin neutral oder so. Also eigentlich ganz falsch verstanden, das ist das eine. Die anderen sagen, du, dann kriege ich vielleicht keinen Job mehr, weil wir sind ziemlich unterwandert. Und und dann denke ich mir nur, natürlich, es ist auch meinem Alter geschuldet, muss ich sagen, so hat es ja vor 1933 ja auch angefangen. Es hat ja so angefangen, man hätte ja sehr viel tun können. Unsere Familien, also unsere Großeltern oder Eltern, egal wie alt sie da waren, man hätte ja einschreiten können. Und da musste man auch noch keinen großen Mut haben. Aber nein, die Leute haben weggeschaut. Und jetzt ist es wieder so. Man geht lieber nicht am Marienplatz, weil da wird man vielleicht auch angepöbelt und muss schlimme Worte hören und so. Und da muss ich schon sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Münchner Marsch denke, wir sind die größte Gruppe weltweit geworden und ich bin die Einzige, die aus meiner Branche mitgeht, seit Anfang an. Und das macht mich wirklich traurig und ich glaube einfach, man viel mehr Aufklärung, man müsste mehr drüber sprechen, einfach diese ganzen Fehlinformationen. Und da kommt auch noch etwas dazu, dass die Hamas dass die eine Propaganda machen, da ist Israel ja 100 Kilometer davon entfernt. Ja, es wird ja immer umgedreht, es wird was anderes erzählt und das kommt mir immer so vor, dass Israel eigentlich viel zu elegant ist und einfach die Tatsachen dann nicht zurechtrückt. Also ich bin wirklich entsetzt, wie einseitig das gesehen wird und eben diese Umkehrung. Kein Mensch spricht mehr vom 7. Oktober 23, sondern alle zeigen immer auf den Gazastreifen, was da los ist. Und sie wollen eigentlich ja auch nicht sehen, dass die Hamas ja
will, dass das Volk leidet, damit wir alle Mitleid haben. Ja, das Essen wäre da, die Unterstützung, medizinische Versorgung, es wäre alles da, aber sie kommen nicht dran, diese Menschen. Und das wird einfach nicht wahrgenommen und es wird auch gesagt, das stimmt halt nicht. Ja, dann bist du da alleine. Und das ist für mich, weil wir hätten ja auch, in unserer Branche hast du natürlich auch eine gewisse Multiplikation und auch eine Vorbildsfunktion, finde ich. Aber ehrlich gesagt, ich habe niemanden gefunden. Danke, Uschi. Ja. Volker, willst du noch was sagen, noch vorhin? Ich habe gerade jetzt deinen Kommentar gelesen zum. Ja, ich wollte nur darauf aufmerksam machen bei der Frage Gesetzeslücken schließen, dass Genau. in dem Aufruf selber zwei ganz konkrete Vorschläge mit benannt werden, nämlich das, was Felix Klein vorhin angesprochen hat, der Aufruf zur Vernichtung von Staaten. Also dass der Aufruf, das muss man ja im Strafrecht immer abstrakt formulieren, aber gegenwärtig macht es den Versammlungsbehörden enorme Probleme, dass ein Aufruf weg mit Israel, Tod Israel, so unspezifisch nicht strafbar ist. Und wenn es nicht strafbar ist, kann die Versammlung auch nicht verboten werden. Und wir müssen diese Lücke schließen. Das wird nicht zu einer Masse von Strafverfahren führen, wird den Versammlungsbehörden aber bei den besonders militanten Aktionen eine Handhabe geben, um dagegen wirksam vorzugehen. Entweder durch krasse Auflagen für die Versammlung oder durch das Verbot der Versammlung selbst. Und bei dem Thema Bundeshaushaltsordnung haben wir auch einen Vorschlag unten stehen. Also es wird so viel darüber diskutiert, dass es kein Geld für Antisemitismus geben darf. Gleichzeitig ist da seit der Documenta vom Gesetzgeber nichts passiert, außer Resolutionen im Bundestag. Aber mit Resolutionen beschreibt man die Welt, mit Gesetzesänderungen verändert man sie. Und deshalb erwarten wir, dass der Gesetzgeber hier in der Bundeshaushaltsordnung klar macht, Geld gibt es nur, wenn der Schutz der Menschenwürde, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Gedanken der Völkerverständigung zumindest nicht geschadet wird. Und das, wo es antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder menschenverachtende Inhalte im Übrigen gibt, müssen die Zuwendungen des Staates auch wieder zurückverlangt werden. Also der Worte sind bei diesem Thema wirklich genug gewechselt. Jetzt muss der Gesetzgeber sich mal ranmachen. Es steht dazu ja auch was im Koalitionsvertrag. Der Bundeskanzler hat sich diese Woche committed und wir erwarten, dass da demnächst möglichst noch in diesem Jahr ein erster Gesetzentwurf zu diesen Fragen vorgelegt wird, damit die Rechtswirklichkeit sich ändert. Man kann nicht immer Antisemitismus bejammern und dann nicht das dagegen tun, was man leicht dagegen tun könnte. Weg ist er damit nicht, aber ihm wird der Platz am Rande der Gesellschaft zugewiesen und er wird aus der Mitte herausgedrängt. Danke, Volker. Und Sie sehen schon, ohne Volker Beck hätten wir gar nicht so konkret und deutlich sein können mit ein paar der Punkte. Vielen Dank dafür. Jona Gebhardt vom BR. Ja, vielen Dank. Die Frage geht an Sie, Herr Katz. Sie haben abschließend die Stille angesprochen, die Ihnen entgegengebracht wurde. Und ich habe mir auch mal die Liste angeschaut mit den Erstunterzeichnern. Die Parteien AfD und die Linke finden sich ja nicht darunter. Wollten die beiden Parteien nicht unterzeichnen oder wollten Sie gar nicht, dass die Parteien da überhaupt mitmachen? Also angeschrieben habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Partei. Es gibt einfach Parteien, die mit uns immer mitmachen. Und das sind auch die, die jetzt hier dabei sind. Und es gibt Parteien, die niemals mit uns mitmachen und die sind auch nicht auf der Liste. Sie kennen doch die Hufeisentheorie. Wir sehen eine Erstärkung von links und rechts aktuell, nicht nur in Deutschland. Ich meine, wenn man über die Linke spricht, das macht man ungern, gerade in Kulturbranche und Co. Die machen die vielleicht meisten Aktionen gegen uns, und mit uns meine ich Juden und aber auch Israel. Die letzte hier in München, bitte die israelische Flagge zu entfernen, kam natürlich von links. Sie hosten antisemitische Veranstaltungen mit, gehen auf pro-palästinensischen Camps mit, wo auch Hamas-Sprecher zu Wort kommen. Also ich vermisse da an der Stelle die Linke nicht. Und genauso ist es mit der AfD. Der AfD ist aktuell tatsächlich, sie bemüht sich sehr um die Juden. Das ist unglaublich, ja. Also wie oft ich alleine angesprochen wurde von der AfD, ob ich nicht das was machen will für die und so weiter. Aber wir wissen genau, wer da dahinter steckt und was dahinter steckt. Also gerade sind wir Juden nicht im Fokus der AfD, aber wir kommen dann als nächstes sicherlich. Insofern, ich vermisse beide nicht.
Gut, liebe Julia, du wolltest ein bisschen Positivismus hier reintun zum Schluss. Naja, also sehr gerne. Und Also Herr um ein Nils, ich habe Sie bisschen gesinnt. Licht, Sorry. so Hoffnungslicht vielleicht zu bringen. Also wir haben über 250 Dozierenden, die nicht jüdisch sind, die beispielsweise in unserem Unterstützungskreis tätig sind und tatsächlich sich sehr, sehr stark einsetzen, fühlen sich oft alleine zwar an der jeweiligen sozusagen Universität, aber immerhin klare Kante ziehen und klare Position beziehen. Und das ist enorm wichtig. Und aus der Geschichte vom jüdischen Volk ist bekannt, dass sozusagen eine Person, die gegen den Wind irgendwas sagt, vielleicht gehört werden kann und Hoffnung geben kann, dass man mehr Verbündete hat und nicht alle so denken. Also es ist enorm bedeutend. Wir wünschen uns natürlich viele größere Unterstützungskreise und wenn Sie auch Leiste schauen, also beobachten, eher bei pro-palästinensischen Demonstrationen sieht man wahrscheinlich jüngere Menschen, bei pro-Israel-Demonstrationen eher ältere Menschen. Das ist auch sozusagen deutlicher Befund. Aber weiterhin gibt es Verbündete. Und der letzte Punkt, der vielleicht wichtig ist, hier zu sprechen, zu besprechen, hier greift auch oft also greifen Entlastungsmechanismen. Entlastungsmechanismen, dass man sozusagen im deutschen Kontext eine sehr verkrampfte Stimmung und verkrampfte Debatte über die Geschichte hat und oft sehr gerne sozusagen auf der richtigen, guten Seite der Geschichte sein möchte. Und das wird sehr, sehr schnell manchmal instrumentalisiert, manchmal wählt man selbst sich diesen Weg, dass man automatisch sich auf die Position der Minderheiten positioniert und nach dem antisemitischen Bild können wir Juden keine Minderheit sein, denn sie sind ja von oben und regieren die Welt. Und so greift das schon sozusagen dieser Punkt, dass Menschen im Namen der Geschichte und Gerechtigkeit eigentlich sich letztendlich gegen Juden positionieren, weltweit, weil es waren auch keine Anhänger von Ben-Gvir oder Smotrich, die da umgebracht worden sind in Gaza und weiterhin angegriffen werden. Also ihre Positionen, ihre politische Ansicht, sind sie religiös oder nicht, das ist alles egal. Also ich wünsche mir sehr die Reflexion von diesen Entlastungsmechanismen und hoffe auf breitere Unterstützung. Dankeschön. Danke, Julia. Und wie gesagt, jetzt kann jeder und jede. Wir werden sehen, wie viele Deutsche, Österreicher und Schweizer uns wirklich unterstützen. Also nicht nur Parteien, also jeder kann ja unterschreiben. Herr Nels hatte eine Frage. Freier Journalist, früher ARD. Ja, und jetzt bin ich zu hören? Ja, nicht? Ich musste mir richtig den Ruck geben, ein bisschen gegen die Mehrheitsmeinung, die hier deutlich wurde von Anfang an, doch eine kritische Frage mir zu stellen erlauben. Ich bin als Rentier auch Vorsitzender der Deutschen Initiative für den Nahen Osten, genannt DINO, 2006 bei der Gründung war. äh, Paul Spiegel, einer der Mitbegründer, andere auch, Politiker, Politikerin etc. Herr Katz, ich konzentriere mich mal auf Sie, weil Sie ja der Initiator des Ganzen sind. Wie kommen Sie klar oder wie kann ich als Journalist und Beobachter der Szene, jahrelang Korrespondent, verstehen, dass es eine arge Meinungskluft gibt zwischen dem, was wir heute von den Damen und Herren hörten, und ich sage mal, zwei Kuratoriumsmitgliedern unserer Initiative, Moshe Zimmermann, Avi Primor. Mit Avi Primor habe ich vor ein paar Tagen noch telefonieren können. Ich sage, habe ich die Prokura, Sie zu zitieren, Herr Primor, mit dem Satz, nicht der Antisemitismus hat in Deutschland zugenommen, sondern die Ablehnung und besonders die der gegenwärtigen Regierung. Solche Sätze also wörtlich jetzt sogar von Avi Primor. Dann gibt es andere, das kennen Sie alle, Meinungen von Susan Neiman, von Omri Böhm, von Deborah Feldmann, also alles renommierte Damen und Herren.
aus der jüdischen Community, die ganz anders das alles, was wir hörten, bewerten würden. Von Ihnen vielleicht so eine zentrale Frage fokussiert auf dieses Momentum und möchte ich Sie erinnern an den Aufruf zum Dialog. Warum gibt es dann nicht die Möglichkeiten von Andersdenkenden bei Ihnen mit einer immerhin Beauftragten der Vereinten Nationen in den offenen Dialog zu gehen? Ich rede von Francesca Albanese und stattdessen Vereinigungen von Ihnen zu veranlassen, zu fordern, dass ihr nahezu ein Einreiseverbot nach Deutschland ausgesprochen wird. Ich verstehe es nicht. Nein, nein, ist gut. Danke für die Frage. Ich lasse die Schirmherrin Frau Knobloch als erstes sprechen, aus Respekt, und dann den Volker Beck, und dann sage ich gerne 2 Wörter auch dazu natürlich. Frau Knobloch. Also ich schätze den Journalisten, der gerade zu uns gesprochen hat, sehr. Und ich schätze Avi Primor noch größer, weil ich ihn natürlich näher kenne. Er hat manchmal gewisse, wie soll ich sagen, Ideen, die jeder mal von uns hat, ganz egal was. Aber da muss ich ihm sagen, er hat nicht recht, so wie es sich darstellt. Will die Regierung in irgendeiner Form uns Unterstützung geben, aber ich glaube, sie brauchen den Anstoß, für den wir heute hier sitzen. Sie sind noch nicht davon überzeugt, dass das Volk als solches uns in der Form unterstützt, wie wir uns das vorstellen. Und ich stelle mir nichts vor, ich weiß, es ist so, und ich darf Sie bitten, ich darf Sie bitten, Ihre Unterschrift zu leisten, dass die Welt auch sieht, was das für in Deutschland auch sein kann. Volker Beck. Ja, also Sie haben, glaube ich, ein bisschen das Thema dieser Initiative verfehlt, weil hier geht es um das Dachbündnis gegen Antisemitismus. Und man kann gerne kontrovers über die Frage, wie man den Nahostkonflikt löst, wie dieser Krieg zu beurteilen ist, in seinen einzelnen Aktionen diskutieren. Aber worüber man nicht diskutieren kann, ist, dass dieser Krieg keine Veranlassung sein kann, Jüdinnen und Juden oder auch Israelis in Deutschland anzufeinden, anzugreifen. Es gab unmittelbar im Oktober 2023 hier in Berlin einen Angriff nach einer pro-palästinensischen Demonstration auf die Synagoge in der Brunnenstraße. Was hat diese Synagoge damit zu tun, dass es einen Krieg, den die Hamas vom Zaun gebrochen hat, mit Israel gibt? Nichts. Und diese Gleichsetzung und auch, dass Sie diese Frage bei einer Veranstaltung, die das Thema hat, Antisemitismus in Deutschland, wie bekämpfen wir das und wie stärken wir jüdisches Leben, dass es selbstbewusst sichtbar sein kann, ohne befürchten zu müssen, dabei angegriffen zu werden, die Freiheit, das Leben und die Gesundheit der Menschen in Gefahr gerät. Das zu vermengen mit einer komplizierten außenpolitischen Frage, finde ich wirklich untunlich. Und selbstverständlich, also ich habe zum Beispiel im Deutschlandradio und sonst was mit meinem Sparingspartner Mushabash von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft diskutiert. Allerdings, was ich bei dieser Diskussion auch festgestellt habe, und das bin ich auch nicht bereit, innerhalb der deutschen Zivilgesellschaft als selbstverständlich hinzunehmen, dass er gleichgesetzt hat die Regierung Netanyahu, die demokratisch gewählt ist, die mir auch nicht gefällt, die ich, wenn ich Israeli gewesen wäre, auch nicht gewählt hätte, gleichsetzt mit der Terrororganisation Hamas, die ein Terrorregime gegen die eigene Bevölkerung führt, die Zivilisten angreift als Ziel und nicht als Kollateralschaden. Und solche Gleichsetzungen finde ich auch in der außenpolitischen Debatte nicht legitim. Was in der Westbank passiert, wie kompliziert das ist, wie man das entflechten kann, wie man eine Perspektive schaffen kann, auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser, politisch wie wirtschaftlich, das ist einer kontroversen Diskussion immer offengestellt. Die Verbreitung von Antisemitismus und die Gleichsetzung eines demokratischen, rechtsstaatlichen Landes wie Israel mit Terrorgruppen ist allerdings auch in der außenpolitischen Debatte meines Erachtens zu ächten. So, ich war ein bisschen in Rage, sorry, das hat mich
aufgeregt. Danke. Und nachdem die Frage an mich gerichtet war, vielleicht ein Schlusswort als Betriebswirt in dem Fall tatsächlich. Wissen Sie, es gibt alle möglichen Juden. Es gibt linke Juden, rechte Juden, extremistische Juden. Die dürfen natürlich auch ihre Meinung äußern, wie jeder und jede auch. Das ist überhaupt keine Frage. Aber diese Minderheit, ich will gar keine Namen erwähnen, Sie haben ein paar Namen erwähnt, ich werde keine Namen erwähnen, diese Minderheit zu sein, der andere Jude zu sein, als Betriebswirt, sage ich es Ihnen jetzt, ist auch eine Art Geschäftsmodell. Da wird man doch eingeladen zu der Fernseher. Ist doch eine super Sache. Die repräsentieren nicht die Mehrheit und unsere Liste an Unterstützer zeigt Ihnen genau, was die Mehrheit denkt. Noch Fragen? Gut, ich habe 1,5 Stunden versprochen. Das schaffen wir tatsächlich. Danke, dass Sie da waren. Unterzeichnen die Petition. Wir werden sehen, wie viele das tun. Wir machen alles damit, dass viele tun, in allen Kanälen. Und vielleicht sehen wir uns am 5.